1860 bringt ein Schiff ein junges Mädchen von Brasilien nach Lübeck. Der Sohn einer alten Kaufmannsfamilie heiratet die schöne Fremde. Zwei Welten begegnen sich. Der Norden und der Süden. Der Ordnungssinn und die Leidenschaft. Das wird das Erbe in dieser Familie. Die Manns haben 5 Kinder. Die beiden älteren Brüder werden Schriftsteller. Heinrich und Thomas Mann. Thomas, der jüngere von beiden, heiratet 1905 in München Katja Pringsheim, Tochter aus reichem jüdischen Elternhaus. Sie bekommen 6 Kinder. Erika und Klaus sind ihre Ältesten. Dann folgen Golo und Monika, Elisabeth und Michael. Ja, das sieht alles sehr anders aus. Es lebt noch Elisabeth. Abgesehen von der Terrasse, die war natürlich da. Wiedersehen mit dem zerstörten Elternhaus in München, aus dem sie die Nazis 1933 vertrieben hatten. Ja, an das Arbeitszimmer kann ich mich gut erinnern, an einen großen Schreibtisch mit seinen Sächlein drauf. Also hier müsste dann der Salon gewesen sein von meiner Mutter. Mann? Nein, Katja Mann. Das war wohl all dieses hier zusammengenommen. Weihnachten natürlich sind wir immer ins Arbeitszimmer. Also das muss hier dann das Esszimmer gewesen sein. So, nun will ich mich auf meinen gemütlichen Stuhl setzen. Ihr müsst nämlich wissen, es ist eigentlich mein Lieblingsplatz in diesem Haus. Dieser schöne Stuhl hier am Esstisch, der nur mir alleine gehört. Gleich zerquetscht er mich. Nein. Was denn das für ein hartes Kissen, auf dem ich so unbequem sitze? Aber das hat eine Stimme, das Kissen. Das ruft. Es quietscht. Es quietscht und lacht. Ein lachendes Kissen. Gibt's denn sowas? Was gibt's denn sowas? Was ist so das, was ganz tief Ihr Herz rührt, wenn Sie an den Vater denken? Was wird da lebendig? Alles zusammen. Also ganz besonders gern, wie gesagt, habe ich diese Partie von seinem Hinterkopf gehabt. Und das war auch sehr, sehr tröstlich. Meine Damen und Herren, unser verehrter Vater, der Zauberer. Danke, danke, danke. Bitte, sich nicht stören zu lassen. Ich bin Moni. Es freut mich. Hallo.
Die waren sehr frei. Und seine Toleranz war grenzenlos. Wir machten wirklich, was wir wollten. Danke. Man soll's ja nicht sagen, aber da fliegen die Millionen zum Fenster hinaus. Ja, Geld hat Flügel. Inflationsgeld, Tony. Ich bin froh, dass ich etwas dafür bekommen habe. Jetzt geht's nach Berlin. Ich bekomme Schauspielunterricht vom Stimmbildner Daniel. Ich gehe auch nach Berlin. Es war ein Schauspieler, Klaus. Als Schriftsteller oder Tänzer. Ja, der Klaus, der ist zum Bewegungskünstler geboren. Der Dollar steigt. Lassen wir uns fallen. Warum sollen wir stabiler sein als unsere Währung? Er hat alle und jeden beobachtet, das große Auge, der Vater. Ja, er hat vieles gesehen, ohne dass man es merkte, dass er schaut. Er hatte so einen inneren Blick. Thomas Mann schaut, sieht Figuren und Geschichten und schreibt. Er hat oft selbst nicht gewusst, dass er schaut. Und das ist ihm dann vielleicht mal nach einem Jahr eingefallen, was er einmal gesehen hat, also unbewusst. Dieser Abend wird zu einer Geschichte über die erste Liebe seiner jüngsten Tochter Elisabeth. Die Novelle Unordnung und frühes Leid. Man sieht da ein 5-jähriges Mädchen hinter den Rockschoßen eines Tänzers hinterher. Die hat sich so schrecklich verliebt in den Tänzer. Der Fritz Riemerschmidt. Sie haben sich damals wirklich verliebt? Das will ich meinen. Kann mich genau erinnern. Die Geschichte war so, wie sie erzählt Die ist? Geschichte war genau so. Er hat mich dann in den Arm genommen und das war über die Maßen herrlich. Und mein Vater war ein bisschen eifersüchtig, ja. Herr Doktor, gehen Sie nur gleich auf zur Mädel, die hat's erwischt. Ist sie krank? Krank? Na, das könnt ihr nicht sagen. Rechte Warne tut's all, der war recht heftig. Das zwingend dem Herrn, der mit ihr tanzt hat. Mein Kindchen, was ist denn geschehen? Der wird doch mein Bruder sein. Es verhält sich wohl an dem, dass bei dem Kind die weiblichen Triebe ganz ungemein lebhaft zum Vorschein treten. Ach, halten Sie doch den Mund. Ganz wie Sie meinen, Herr Doktor. Ist Medi krank geworden? Sie hat sich etwas verliebt und wünscht sich einen neuen Bruder. Ui. Schau, Medi, du hast ja schon einen Bruder, übrigens einen ganz fabelhaften Bruder. Ach, der Mädel will tanzen mit Fritz tanzen. Oh, ja. Sieh doch, da kommt ja dein Schwanenritter. Hm? Habe ich vergessen, meiner Tänzerin gute Nacht zu sagen? Tanzen. Jetzt schläfst du und träumst recht schön, ja? Gute Nacht, Baby. Gute Nacht, Engel. Welch ein Glück, denkt er, dass Lethe mit jedem Atemzug dieses Schlummers in ihre kleine Seele strömt. Morgen, das ist gewiss, wird der junge Herrgesell nur noch ein blasser Schatten sein. Ja, das war aber dann doch nicht. Ich habe doch immer dann sehr lange an solchen Sachen festgehalten. Ja.
springt, hüpft. Ich bin in Ruhe und werfe ängstliche und begehrliche Blicke auf das Böse. Hey, zieh dich doch an! Warum soll ich mich anziehen? Ich will Tänzer werden, Künstler. Nacktheit, Golo und Tanzen. Das ist doch keine Sünde. Kannst du das wirklich sagen? Tommy, bist du's? Starker Eindruck von seinem glänzenden Körper. Das Geschlechtliche. Ein boshaftes Element und entsetzliches Kreuz für mich. Erschütterung. Aber wie wird sich das Leben des Jungen gestalten? Jemand wie ich sollte selbstverständlich keine Kinder in die Welt setzen. Infolgedessen waren ihm die Töchter natürlich, die machten ihm keine solche Sorge. Denn von den Töchtern wusste er, sie könnten nicht werden wie er, nicht wahr? Jemand wie ich sollte keine Kinder haben. Ja, das hätte er vorher wissen müssen. Er musste das schon haben. Ohne Familie hätte er das alles gar nicht geschafft. Kam man an ihn ran? Sehr nah? Nein, nein. Nein, er war immer in Distanz und er war immer mit sich beschäftigt. Und wir sahen ihn nur zu Tisch. Aber er war sonst immer ganz isoliert sozusagen. Der hatte eine Form für sich gefunden, für sein Leben, um das alles in Schach zu halten. Völlig richtig, ja. Das ist die wahre Wahrheit. Die Flocken flogen Hans Castorp massenweise ins Gesicht und schmolzen dort, sodass es erstarrte. Sie flogen ihm in den Mund, wo sie mit schwach wässerigem Geschmack zergingen. Flogen gegen seine Lider, die sich krampfhaft schlossen, überschwemmten die Augen und verhinderten jede Ausschau. Es war das Nichts, das weiße, wirbelnde Nichts, worein er blickte. So irrte man herum, so fand man nicht heim. Der einsame Schuppen war unzugänglich. Aber Hans Castorp beschloss dennoch, vorderhand hier zu bleiben. Die Wand ist gut. Scheint eine Wärme davon auszugehen. Ah, da lag das Meer. Eine wunderschöne Bucht. Menschen, Sonnen- und Meereskinder regten sich und ruhten überall. Jünglinge tummelten, wobei die Muskeln ihrer Rücken unter der goldbraunen Haut in der Sonne spielten. Andere angelten. Wie glücklich sie sind. Ja, nicht nur wohlgestaltet, auch klug und liebenswürdig von innen heraus. Er verehrte ihn unheimlich und ich weiß nicht, wie weit er ihn also wirklich mit dem Herzen liebte, das weiß ich nicht. Aber es war für ihn natürlich eine ganz die höchste Figur. Graue Weiber, halbnackt, zerrissen ein kleines Kind mit Händen. Hans Castorp sah ihr blondes Haar mit Blut verschmiert und verschlangen die Stücke, dass die spröden Knöchlein ihnen im Maule knackten. Das Blut von ihren wüsten Lippen troff. Grausige Eiseskälte hielt Hans Castorp in Bann. So fand er sich im Schnee auf einem Arme liegend, erleichtert, die Gräuelweiber los zu sein. Ich will dran denken. Was können wir schon erzählen? Ich will dem Tod keine Herrschaft einräumen über meine Gedanken. Ich werde nie an ihn heranreichen. Darin besteht die Güte. Du kannst unsere Geschichte erzählen. Und in nichts anderem. Die sind so verdammt sicher, die Eltern. Was wissen die von uns? Tommy, ich bin so bewegt. Ihr werdet mich schon recht verstehen, wenn ihr es ganz gelesen habt. Hallo, Tommy. Danke, Victor. Oh, danke. In Hamburg liest der Schauspieler Gustav Gründgens ein Stück des 18-jährigen Klaus Mann. Anja und Esther. Begabt, findet er, übernimmt die Regie und engagiert auch gleich die Geschwister Mann und ihre Freundin Pamela Wedekind. Ich mache die Eltern verantwortlich, denn sie hatten es leichter. In ihrer unverzeihlichen Skrupellosigkeit setzten sie uns in die Welt. Sie hatten ja Boden unter den Füßen, den wir verlieren mussten.
Sie hatten ihre kleine Trauer, in der sie hausten. Eine kleine Schwäche, die ihnen behaglich war. Aber wir müssen uns stündlich gefährdet fühlen, wie niemals ein Geschlecht gefährdet war. Die Eltern verstanden nicht, was die Jungen wollten. Schon gar nicht, wenn es sich um Dinge handelte, wie die in dem Stück von Klaus, in dem Schauspiel von Klaus, eine Rolle spielen. Junge Männer lieben einander, junge Mädchen lieben einander. Und beides geht über Kreuz und über Quer. Ich habe nämlich gedacht, ob wir beide, du und ich, wohl einmal heilig gesprochen werden. Dann wäre alles heilig, was wir tun. Auch das, was wir miteinander tun. Ich verstehe die Worte nicht mehr. Jetzt hören die Worte auf. Jetzt versinken die Worte. Ich finde es hochstilisiert. Ich meine, jede Generation hat es ein bisschen schwer. Und mit diesen frühen Dingen konnte er die Liebe seines Vaters nicht gewinnen. Das wusste er auch. Wie war es? Wunderbar. Es wird ein großer Erfolg. Jetzt wirst du berühmt. Du auch. Die Dichterkinder. Berliner Illustrierte, sowas spricht sich rum. Wir haben schon Autogramme geben müssen. Tja, jetzt seid ihr bald so berühmt wie euer Vater. Das ist ja fabelhaft. Märchenhaft. Diese beiden jungen Mädchen in deinem Stück, lieber Klaus. Na, wie drücke ich mich aus? Die scheinen so sehr aneinander zu hängen. Warum hängen diese beiden jungen Mädchen so sehr aneinander? Tja, wie drücke ich mich jetzt aus? Also, Dergleichen kommt vor. Das ist eine sentimentale Beziehung zwischen Schulfreunden. Das gibt's doch. genau. Ich hätte es nicht besser erklären können. Weißt du, Tante Lula, damals in der Odenwaldschule, da hingen wir auch schon sehr aneinander. Golo und Monika? Habt ihr das in eurem Internat in Salem auch erlebt? Nein. Nein, nein. In Salem? Unmöglich. Wie hieß noch gleich der junge Mann, der mit euch das Stück gespielt hat? Der ist ja gar nicht auf dem Foto zu sehen. Gustav Gründgens. Du bist aber auch wirklich zu unorientiert. Sie sind doch befreundet. Er ist einfach brillant, als Regisseur und als Schauspieler. Er war auch auf dem Foto, aber die Illustrierte hat ihn abgeschnitten. Leider. Ein Gesicht, fahl wie Asche, ohne Schminke. Aber die Augen, Juwelenaugen, wie ein verzauberter Fisch. Er kommt uns sicher bald besuchen. Er ist recht. Aber wen kommt er besuchen? Klaus oder Erika? Alle beide? Interessant. Interessant. Gustav war furchtbar nervös, furchtbar aufgeregt, nicht wahr? Und ja, ich sehe noch im offenen Wagen meines Vaters gebracht werden. Da saß man so auf dem Präsentierteller, diese ganz offenen Wagen, nicht wahr? Tag, ich bin die Moni. So mit Monokel und so elegant und so sehr rheinländisch. Sehr rheinländisch, schon etwas glatzig. Etwas verwegen, so im Blick. Was macht die bezaubernde Moni? Ich möchte auf eine Kunstakademie, muss aber vorher noch Salem zu Ende machen. Ich gehe aufs Internat mit Golo. Durchhalten, kleines Fräulein, durchhalten. Gustav, schön, dass du da bist. Er gefiel mir nicht schlecht. Er war schon ein bisschen schauspielerisch, eben das nie fehlende Monokel. Das Monokel, daran kann ich mich natürlich auch erinnern. Das hat mir natürlich auch einen großen Eindruck gemacht. Er macht mit mir einen kleinen Spaziergang runter an der Isar. Hat mich sehr beeindruckt. Ich an Gründgens Seite. Er fragte mich, ob ich Fotografien aus der Schule hätte. Er sähe so furchtbar gern so Fotografien. Dann habe ich ihm alles gezeigt, was ich hatte und so. Da konnte er sich nicht satt sehen daran. Das fiel mir auf. Ich bitte ums Wort. Das ist ja witzig. Ist das bei der Hochzeit oder? Der Gustav, sehr neckisch.
Ja, die Erika, das war eben auch noch eine richtige Hochzeit, eine bürgerliche Hochzeit. Da war eben dann ein großes Essen, da waren meine Großeltern, da waren alle Geschwister, alles war da, an einer langen Tafel. Danke. Und Tolstoi habe ich Eri und Klaus vorgelesen. Hofschauspielerin waren Sie, wie aufregend. Theater ist unsere Leidenschaft. Auch die modernen Stücke. Wedekind haben wir noch als Schauspieler auf der Bühne erlebt. Ich kann mich noch erinnern an die wunderbare Rede, die mein Vater damals hielt, wo er den Gustav als Glühwürmchen beschrieb. Am Tag sieht man sie gar nicht. Sie sind kaum zu erkennen. Fliegen wie gewöhnliche andere Insekten herum, grau und unscheinbar. Aber nachts plötzlich unheimlich anzuleuchten. Fangen Sie an zu leuchten. Das ist Ihre Stunde. Irgendwann abends, wenn die Lichter brennen, überkommt es einen und dann kommt das, was aus dem Beruf eben so herrlich macht. Da sitzt er. Sehen Sie sich ihn nur an. Er scheint ein schlanker junger Mann zu sein, gewiss stattlich in seinem gut geschnittenen Anzug. Aber doch relativ unauffällig. Unauffällig, wenn ich ihn mit der bunten, zauberhaften Figur vergleiche, die abends im Rampenlicht auf der Bühne aussehen wird. Da soll er ja, wie meine Kinder mir versichern, unwiderstehlich sein. Und das Gleiche darf ich auch über die junge Frau Gründgens sagen. Über die andere junge Frau Gründgens sollte ich besser sagen. Denn jung sind sie alle beide. Bin ganz verlegen, Herr Professor. Ich erhebe mein Glas und trinke auf das Wohl des jungen Brautpaares. Auf das Glück meiner geliebten Tochter Erika und meinen Schwiegersohn Gustav. Zum Wohle. Zum Wohle, ihr beiden. Jetzt wäre eine Gelegenheit, deinem Schwiegersohn Thomas auch das Du anzubieten. Schrecklich, diese neuen Sitten. Törichte Verbrüderung. Ich bin so dankbar, dass Sie mich in Ihre Familie aufnehmen. Wir sind eine ganz tolle Familie. Lola, bitte. Und Sie sind ein ganz apartes Glühwürmchen. Bitte, lass dich nicht gehen. Thomas Manns Schwester Lula hatte einen älteren und etwas langweiligen bürgerlichen Bankdirektor geheiratet. Sie tröstet sich mit einem jungen Liebhaber. Was ist eigentlich mit deiner Tante Lula los? Abgründe. Dein Vater ist gar nicht zufrieden mit mir. Erzählt hier etwa jemand böse Geschichten über mich? Aber dann wusste man natürlich von allen ihren, von Herrn Denecke, in den sie verliebt war und dass sie also morphiumsüchtig war. Das wussten wir alles als Kinder. Ja. Kümmere dich nicht drum. Es ist jetzt eine andere Zeit. Aha. Die Jugend. Ihr lebt, wie ihr wollt. Wie schön du heute Abend aussiehst. Du strahlst von innen. Tja, wer kann, der tut. Hat sie denn eine ordentliche Aussteuer mitbekommen? Was will ich meinen? Silber, Geschirr, Leintücher? Und die Möbel? Würde der eine wirkliche Ehe führen, glaubten Sie das? Ach, wo, das war, ich meine, also, es war doch alles so halber Jux. Die Pamela und der Klaus und der Gustav und die Erika, so halb was Jux. 3 Kinder? Mindestens. Position halten. Zum Wohl. Gründgens und die Erika haben Kitsch-Postkarten Liebespaar gespielt. So wie sie damals gemacht wurden. An den Türen der meisten Papierläden hingen. Und Gründgens spielt seine Rolle eben so ausgezeichnet,
Und Erika vergleichsweise doch ungeschickt. Sie passte also für eine solche Infamie eben nicht so gut wie er, muss man sagen. Wie er das Glas erhebt, nicht mal das adlige Lächeln. Man muss Mephisto doch immer wieder zustimmen in dem, was er sagt. Ja, eine wunderbare Erfindung, dieser Teufel von Goethe. Steckt viel von dem alten Geheimrat drin. Der war ganz und gar nicht gemütlich. Ein Halbgott. Und ein Ungeheuer, beides eben. Ein Balanceakt ist es immer zwischen Gemüt und der Kälte der Kunst. Die Menschen würdigen, wenn es hochkommt, das Werk. Die Anstrengung eines solchen Lebens nie. Er war der Ansicht, dass ein Künstler, um wirklich einer sein zu können, im Grunde genommen gar kein Recht auf Leben hat. Erst durch die Freundschaft mit meiner Mutter, durch seine Liebe zu ihr und dadurch, dass sie seine schwebende Existenz, wie er das Künstlertum nannte, herunterholte auf die Erde und er sich mit ihr eine Familie begründete, bekam er eine direktere Beziehung zum Leben, als er sie sonst gehabt hätte. Wir hatten diese Beziehung eigentlich immer. Und wir fanden nichts darin, was künstlerischen Neigungen, künstlerischen Talenten, auch künstlerischer Tätigkeit widersprochen hätte. Das ließ sich für uns ganz hübsch vereinigen. Hier ist Berlin. Und Klaus Mann ist mittendrin. Partys, Empfänge, zweifelhafte Clubs. Dem Sohn von Thomas Mann öffnen sich alle Türen. Er schreibt, er braucht Geld. Wann werden wir darüber lesen? Wenn Sie es drucken. Also wenn Sie wirklich etwas bei uns veröffentlichen wollen, kein Problem. Wie wäre es, wenn ich unter einem Pseudonym bei Ihnen veröffentliche? Das käme ja doch bald ans Licht. Nein, nein, der Sohn von Thomas Mann kann sich nicht verstecken. Schon gar nicht, wenn er seinem Onkel über den Weg läuft. Klausens ganze Natur entsprach gar nicht der Natur meines Vaters. Klaus war ja viel ähnlicher dem Heinrich Mann. Mit Heinrich war er eigentlich viel intimer eine Zeit lang als mit seinem Vater. Mein Lieblingsneffe, Klaus Heinrich Thomas Mann. Ist ja ein ganzes Geburtenregister. Frau Hesterberg. Schon erkannt. Wir arbeiten zusammen. Sie soll die Rosa Fröhlich spielen. Im Kindtop. Die Ufer verfilmt meinen alten Roman. Erst jetzt der blaue Engel. Merci. Wenn der Olle ja nichts mitmacht, dann kriege ich die Rolle. Verstehe. Auf Professor Unrats Dirn. Ah, mit der Hesterberg, ja, das war ihm eine Heinrich-Braut. Eine neue. Ja, eine Heinrich-Braut war eben sehr aufgetakelt und sehr physisch. Prima Geschichte. Und du? Ich schreibe für ein kleines Unterhaltungsmagazin. Über das Berliner Nachtleben. Kurz, sachlich. Aber nicht Großstadtromantik. Lohengrin als Sittenstück. Das liebste Fabeltier des deutschen Untertanen. Er will immer gerettet werden. Die Macht von oben. Der große Zauber. Ein lieber Schwan. Von dem könnte man sich erlösen lassen. Das waren so die Burschen, auf die sowohl Klaus als auch Gustav flogen, nicht diese ganz normalen Burschen. Von denen dann einige, wie Klaus selbst schreibt, später in der SA zu finden waren. Eben, ja. Ja. Ich bin im Arbeiterturnverein. Ich bin arbeitslos. Komm, wir gehen zusammen essen. Hast du Geld? Ich werde etwas über dich schreiben, dann habe ich Geld. Wie schön du bist. Lass dich noch mal anschauen. Meine Eltern wissen nicht, dass ich sowas mache. Ich bin doch nur ein Standbild.
Ich glaube nicht, dass es für Klaus je eine wirkliche Schwierigkeit war. Er hat es auch nicht versteckt. Nein, er hat es nicht versteckt und es war irgendwo auch ein Adelszeichen für ihn. Ich bin was Besonderes, ich bin was Besseres. Hab keine Angst. Das ist ein schlimmes Laster, sagt mein Vater. Eine Krankheit und Sünde. Ich weiß gar nicht, was Sünde ist. Andreas gab sich dieser Liebe ganz hin, die er nicht als Verirrung empfand. Ihm kam es nicht in den Sinn, sie vor sich zu leugnen, sie zu bekämpfen als Entartung oder als Krankheit. Diese Worte berührten die Wahrheit wenig. Sie kam aus einer anderen Welt. Gut hieß er diese Liebe, wie alles, was Gott gab und verhängte, sei es noch so leicht oder schwierig zu tragen. Er tritt in deine Fußstapfen. Das Talent arbeitet sehr rasch. Das macht ihm Freude. Er lebt, wie er schreibt, fürchte ich. Das ist ja fast ein Tagebuch. Aber elegant und flüssig. Er mochte nicht seine... Ja, er mochte nicht Dinge, die er wohl als Gefährdungen in sich selber ansah, die er überwunden hatte. Nicht, das war es wohl. Ich hörte ihn einmal sagen... Ich traue ihm nicht recht, weil ich mir selbst nicht traue. Oh, Tommy, Sie sind jung. Sie müssen Ihr Leben finden. Ihre Sprache. Sie sucht eben. Und hat er es nicht schön gesagt in seinem Stück? Einer von uns muss das Lied singen. Unser Lied. Ich traue ihm nicht recht, weil ich mir selber nicht traue. Was er wiedererkannt hat von sich selber in diesem Sohn. Einen gewissen Narzissmus, eine gewisse Verliebtheit in sich selber und eine mit verbundene Weichlichkeit und sich selbst verwöhnen, nicht? Und allem nachgeben eigentlich, nicht? Das sah er in ihm und das hielt er wohl für Gefährdungen, die er selber überwunden hatte. Lola. Ich kannte genau die Schwester von Thomas Mann, die er als sein weibliches Nebenlicht ansah. Und als sie sich das Leben nahm, war das, als ob ein Blitz neben ihm eingeschlagen hätte, nicht wahr? Er sagte meiner Mutter, das ist alles auch in mir. Eines schönen Tages mussten die Eltern in der Früh mit dem Auto gleich wegfahren und kamen dann dunkel gekleidet und sehr düster zurück. Und das war also Lula, die sich aufgehängt hatte. Was hat man Ihnen denn über Carla erzählt und ihr Ende? Ja, dass sie sehr verliebt war und es also aus Liebeskummer getan hätte. Aber von Carla gab es dann noch das Döschen, wo sie Gift drin gehabt hat. Es muss ja ein drastischer Tod gewesen sein mit Gurgeln und Gift und Schmerzen. Entsetzlich, entsetzlich. Ach Gott, ach Gott. Was der Tod in Ihrer Familie angerichtet hat, wie verstehen Sie das? So viele Tote.
warte, ich gehe jetzt auch baden. Geh nur. Lass doch, Mama. Und so aus dem Augenwinkel sieht er den hier. Den netten Jungen. Kennst du den? Natürlich, das ist das Klößchen Häuser. Ja, sah nett aus, sah hübsch aus. War auch nett. Ich habe ihn auch sehr gern gehabt. Bist du ihm vorgestellt worden hier? Ja, wir waren immer alle zusammen, die Häuserfamilie und wir. Ich durfte auf seinen Schultern reiten. Netter Junge. Die Häusers wohnen bei uns im Hotel. Ja. Hast du Medi und Bibi gesehen? Ja, irgendwo am Wasser, mit der Moni Muscheln suchen. Ich geh auch ein Stück spazieren. Gut. Wenn ich mich da anschließen darf? Ja, aber bitte gerne. Sie wollen lieber hier in der Sonne liegen. Ich bin noch müde vom Schwimmen. Muss erst mal trocken werden. Ich habe übrigens auch einen Sohn, der Klaus heißt, wie Sie. Moni hat uns von ihm erzählt. Will ja auch Schriftsteller werden. Und Sie? Kaufmann. Da kommt man in der Welt herum. Aber vorher muss ich noch mein Abitur machen. Ah. An meine Schule erinnere ich mich gar nicht so gerne. Sie waren doch sicher ein sehr guter Schüler. Gebummelt habe ich. Getan, was ich wollte. Faul und verstockt und verhasst bei den Lehrern. Die haben mir damals meinen sicheren Untergang vorhergesagt. Wenn ich das auf meiner Penne erzähle... Tun Sie es nur. Man sieht ja, was daraus geworden ist. Einen notorischen Villenbesitzer nennt man mich mit Dienstpersonal, Auto, Hund. Und alle Menschen applaudieren, wenn ich zu einer Lesung komme. Sogar die Zeitung lobt mich. Meine Eltern lesen alles, was Sie schreiben. Da sehen Sie es nur. Dabei habe ich nur das gemacht, wovor meine Lehrer mich gewarnt haben. Tief bewegt, tief erschüttert durch diesen Jungen, mit dem er ein bisschen am Strand geht, ein paar Gespräche führt. Ihr habt es gar nicht mitbekommen. Ja. Vor allem hat er es eben gar nicht mitbekommen. Das finde ich so bezeichnend. Das war alles sein Innenleben, das er
mit großer Selbstdisziplin und Diskretion behandelt hat. Ich gehe noch mal ins Wasser. Unser Häuschen ist hübsch, kann so bleiben. Aber ich will nicht bleiben. München ist hübsch, es spielt sich nett an den Kammerspielen. Aber du wärst lieber anderswo. 10.000 Meilen weg von hier. Von Gustav. Gar keine schlechte Idee. Er ist so schrecklich ehrgeizig. Karriere, Karriere, Karriere. Er kann auf nichts warten. Hat Ihr Vater diese Verbindung ernst genommen? Was meinen Sie? Ja, hat sie ernst genommen und meine Eltern waren dann ein bisschen verärgert, dass sie eben so viel Aufwand für so wenig gemacht haben, denn die Ehe hat ja dann nur ein Jahr gedauert. Ja. Ich hätte da so ein Papierchen. Diese Einladung zur Lesereise durch die Vereinigten Staaten ist doch nur für dich, mein Darling. The famous son of Thomas Mann. Wir werden sofort an Boney & Leverett ein Kabel schicken. Adresse New York. Entzückt von Ihrer Einladung, Stop. Bin bereit, mit meiner Schwester Der bekannten Schauspielerin Erika Mann in 4 Wochen in die Staaten zu reisen, Stop. beabsichtigen, den Winter in den USA zu verbringen. Stopp. Wenn's schief geht, sind wir Weihnachten zurück. Und ich unterschreibe bei den Kammerspielen. Klaus und Erika zusammen waren in ihrer Jugend zwischen 18 und 30 ein ideales Paar. Mut hatten sie. Und sie waren auch sehr charmant. Sie waren sehr attraktiv irgendwie. Mochten sich sehr. Gegenseitig auch, ja. Aber ich meine, sie hatten überall Erfolg. Tommy! Tommy! Von Erin Icy. Sie haben von Boney und Leverett überraschend eine Einladung zu einer Lesereise in die Vereinigten Staaten bekommen. Und wollen Sie annehmen? Sie sind schon unterwegs? Oh, die haben's gut. Amerika, da beneide ich Ihren Sohn in so frühen Jahren. Herr Häuser reist nämlich gerne. Er möchte mal ein tüchtiger Kaufmann werden. Die Welt kennen er. Solche Pläne haben Sie also. Und gar nicht ins künstlerische Fach? Katja, da habe ich gerade eine Idee, wo doch das Zimmer von Icy frei ist. Ich meine, wenn der junge Häuser mal München kennenlernen möchte. Das wäre doch jetzt eine gute Gelegenheit dazu. Oh ja. Ja. Wenn Sie unser Gast sein wollen? Gerne, wenn meine Eltern das erlauben. Natürlich wusste sie das. Es ist nicht, dass das irgendwie seine Beziehungen zu ihr, die er wirklich, wirklich, wirklich immer geliebt hat, Er kam, aber das musste sie auch lernen erst. Er hat es ihr manchmal in den frühen Briefen angedeutet, in den Brautbriefen, wer er wohl eigentlich wäre. Das Monster, das zuguckt, der Schreiber, er ist nicht einfach. Und sie musste all das lernen, wer er wirklich war. Ja, ja. Aber sie war von Natur so. Sie war von Natur tolerant. Und ihre Liebe war sehr, sehr umfassend. Klasse. Wie viele Talente hast du nur noch? Zeichnen, Klavier. Hey, hey, hey.
nicht ins Arbeitszimmer. Hier, geh zu Medi und Bibi. Ein kluger Hund ist das. Die Medi ist ja ganz verliebt in ihn. Ja, das geht sehr weit. Die hängen aneinander. Wenn Sie einen Augenblick zu mir kommen wollen. Ich habe meine Mappe schon zugeklappt. Darf ich? Bitte. Und in der Mappe, das haben Sie heute Morgen geschrieben? Weiter am Josef? Nein, etwas Ähnliches über ein Stück von Kleist, Amphitryon. Es ist das Schönste, was es auf dem Theater gibt. Es geht da um Jupiter. Und das ist ein Gott. Mit den griechischen Göttern kenne ich mich aus. Oh. Haben wir in der Schule durchgenommen. Gut. In dieser Geschichte nimmt Jupiter die Gestalt eines Feldherrn, Amphitryon, an und besucht Alkmene, die schöne Frau des Kriegshelden. Also, während der Krieger noch auf dem Schlachtfeld ist, kommt er ins Schlafzimmer und sie denkt, es sei ihr Mann und ist ganz froh nach der langen Zeit, dass der Mann sie verstehen. Klare Sache. Aber ist ja eine pikante Situation. Warum macht er das? Ein Gott, der hat doch alles. Er ist einsam. Er ist sehr einsam. Jupiter ist einsam? Er hat eine Welt geschaffen, aber der Schöpfer sehnt sich auch nach Liebe von Menschen. Lieben ihn nicht alle Geschöpfe? Sie bewundern ihn. Aber einmal er möchte es auch spüren, was es heißt, als Mensch geliebt zu werden, die Nähe, die Wärme. Ist es so kalt, da wo er lebt? Ja, es ist kalt. Manchmal sehr kalt. Und, klappt es in der Geschichte? Wird er geliebt? Am Morgen nach der Liebesnacht hat er Zweifel. Wissen Sie, Klaus, er hatte ja eine andere Gestalt, die des Ehemanns, angenommen. Und nun will er wissen, ob es einen Unterschied gab zu anderen Nächten. Wen sie gemeint hat mit ihrer Liebe, mit dem, was er erlebt hat in der Nacht. Das ist das Drama. Ich lese aus diesem Aufsatz übermorgen den Kammerspielen. Werden Sie kommen, Klaus? Ja. Sie können ruhig du zu mir sagen. Ach, Klaus. Als er wegging, nach der Woche bei euch im Haus, sagte er im Tagebuch, ich habe ihn geküsst zum Abschied. Das hat er der Katja erzählt und die hat es mir erzählt. Wie hat Und die sie's hat dir mir erzählt? alles erzählt. Wie hat sie Ja. es dir erzählt? Sie hat es mir erzählt. Sie haben mir gesagt, ja, er hat angefangen, ihr zu erzählen, er hätte Klauschen Häuser geküsst. Und sie hat nur gesagt, ach, hör doch auf, das will ich ja gar nicht wissen. Ja, damit war die Sache fertig. Geliebte Lippen, die ich küsste, schwarze Augen, die beim Abschied Tränen für mich vergossen. Das ist die unverhoffte Erfüllung meiner Lebenssehnsucht, das Glück. Nicht der Rausch, das himmelhoch Jauchzende jener zentralen Herzenserfahrung, wie bei PE mit meinen 25 Jahren. Ich liebe dich, mein Gott, ich liebe dich. Klaus Heuser, ein spätes Glück mit dem Charakter lebensgütiger Erfüllung. Thank you.
Eines Morgens wachte man auf und hatte Rauschgold im Bett. Nachts hat das irgendein Engel gebracht und das war natürlich auch schon herrlich. Also es war lauter Aufregung vor Weihnachten. Am 6. Dezember, es war der ganze Dezember, war schon aufregend. Am 6. Dezember kam natürlich der Nikolaus. Und wie wir dann etwas älter waren, da wussten wir dann schon, dass das der Ricky Hallgarten war. Aber er machte das wunderbar. Und hat uns also sehr betrunken bedroht, wenn wir bös gewesen waren. Aber uns dann doch mit vielen Pfeffernüssen beschenkt. Es endete immer in Freude. Schlaf in himmlischer Ruhe. Weihnachten musste schön sein. Oh ja, oh ja. Und das ist auf uns übergegangen. Wir nahmen eben auch dann das Weihnachten unendlich ernst. Wir warteten das ganze Jahr darauf. Am Weihnachtsbaume die Lichter brennen. Vater verdiente ja damals sehr viel in seiner Zauberbergzeit. Und da waren also dann die weißgedeckten Tische, die bogen sich vor kostbaren Gaben mit 5 Dienstboten und weiß der Teufel, also ging es ja hoch her. 2 Engel sind hereingetreten, kein Auge hat sie kommen sehen. Sie gehen zum Weihnachtstisch und beten und wenden wieder sich und gehen. Ich weiß gar nicht, was der Junge hier tut. Mein Vater war zornig. Was hat der Junge hier überhaupt zu suchen? Ja. Am Weihnachtstisch, nicht wahr? Am Weihnachtsbaum. Ja, sowas merkt man sich als Kind. Nicht wahr? Das geht dann ein und kommt nicht wieder, kann nicht wieder aus dem Gedächtnis verdrängt werden. Der Michael hat sich so vor dem Kruzifix gefürchtet. Wenn immer er irgendwo ein Kruzifix gesehen hat, hat er sich halt sehr gefürchtet. Und mein Vater hat beschlossen, das geht nicht, das ist ein Teil von unserer westlichen Kultur und der Junge muss sich an das gewöhnen. Und hat ihm ein Kruzifix ans Kopfende seines Betts, über sein Bett genagelt. Und das fand ich dann doch sehr grausig. Ja. Dein Papa ist am Telefon. Er will dir auch frohe Weihnachten wünschen. Papa? Gottschalk, ich kann leider nicht kommen. Weißt du, ich habe hier beim Theater und beim Film zu tun. Der blaue Engel. Kann ich den sehen? Du kommst mich dann besuchen. Fein, Gossi. Fein. Der Onkel Heinrich war ihm wirklich ein ziemlich wilder Mann. Ja. Innerlich. Papa? Heinrich? Hallo? Er fuhr eben dann immerzu nach Berlin und Tante Mimi war dann sehr aufgeregt. Und dann blieb er eben immer länger in Berlin. Drangen Gerüchte von Berlin bis nach... Ja, das von der Hesterberg, das haben wir gewusst. Als Kinder haben wir das gewusst, ja. Na? Bin ich nun deine Rosa Fröhlich? So habe ich sie gesehen. Kannte kein anderes Bild. Darf ich mal? Hübsch.
Dieter Sternberg schon wieder eine neue Besetzung aus? Eine unbekannte Frau Dietrich soll es werden. Bitte sehr. Sternberg hat sie mit Hans Albers in der Revue gesehen und blonden Hans gleich mit engagiert. Und Frau Hesterberg? Nichts zu machen. Frau Dietrich probiert schon vor der Kamera. Film 701, Sternberg, Frau Dietrich, 195, Aufnahme 3. Guten Tag. Guten Tag, lieber Jannings. Improvisieren Sie mal. Reden Sie mit dem Pianisten. Erklären Sie ihm den Song. Die ist auch ein Genie verloren gegangen. Jetzt aber falsch spielst, verstehst du? Dann gibt's einen Tritt. Wer wird denn weinen, wenn man auseinander geht, wenn an der nächsten Ecke schon ein anderer steht? Man sagt auf Wiedersehen und denkt sich heimlich blöd. Nein, ich bin nicht wieder, mein Welt ist los. Der Onkel Heinrich war ungeheuer distinguiert und ruhig, sehr distanziert. Zum Beispiel hat er uns aus Versehen immer mit Sie angeredet. Er hat zum Beispiel also einen Satz angefangen, sehr umständlich. Medi, haben Sie, hast du. Wir haben uns Zeit unseres Lebens gesiezt. Er war ja ein sehr formeller Mensch. Wir haben uns sehr darüber amüsiert und wir dachten eben, das hängt mit seiner großen Würde zusammen. Es war eine Art von Selbstschutz, diese Art von Distanzierung und Würde. Wir wussten ja erst viel später, dass sein Innenleben ganz anders war und dass er ganz andere Interessen gehabt hat. Wann haben Sie das herausgefunden? Naja, also eigentlich erst bei seinem Tod. Ich meine, wie die Zeichnungen alle zum Vorschein kamen. Das war ja natürlich eine große Überraschung. Das konnte man sofort identifizieren, ob eine Dame eine Heinrich-Braut war oder nicht. Und Künstlerin von Beruf. Passte auch dazu? War aber nicht notwendig. Meine Frau Kröger war ja auch nicht gerade eine Künstlerin. Guten Abend, der Herr. Guten Abend. Gib Sie mir einen Rum. Genehmigt. Auch einen Doppelten. Herr blieft Herr, auch noch Mitternacht. Ein Tröpfchen Wermut, ein Tröpfchen Leichtsinn mit Gin. Dieselbe Mischung wie bei den Frauen. Geheimnisse darin. Du spürst wohl. Den nehme ich auch. Du spürst wohl. Die Getränke werden hier abgerechnet. Ich krieg Prozente. Wer dort in die Kasse kommt. Noch mal einen doppelten, Nelly? Mhm. Nelly, was für ein Name. Du kommst doch von der Waterkant. Ist schon mal bloß mein Künstlername. Emmy Kröger aus Niendorf. Von der Leber Ostsee. Wenn ich so eine plattdeutsche Stimme höre, dann kriege ich gleich Heimweh. Bei meinem letzten Besuch in Niendorf sage ich zu meinem Bruder, shit, ich bleib hier. Aber was Mut, das Mut. Ja, nach Niendorf kenne ich mich aus. Ist doch aus Lübeck. Das stolze Lübeck. Da habe ich mal Schneiderin gelernt. Und dann bist du bei Jadere gelandet. War nix mit der Stellung. Bei einer Herrschaft. Fragen tun Sie wie ein Kriminaler. Was sind Sie für einer?
kalt ist Weg und rot als Blut. Und so süß das Zuckerhut. Das ist Den Seides Not. meine Hände geküsst. Hat ja noch keiner gemacht. Wir haben viel gearbeitet, das spürt man. Sogar auf dem Rübenacker, jahrelang. Kann ich gar nicht erzählen, ist dir sicher peinlich. Gar nichts ist mir peinlich. Bist wie du bist. Und schön bist du. Wir waren ganz arm zu Hause. War so kalt im Winter und gehungert haben wir Kinder. Hab so eine Angst davor, verstehst du? Dahin zurück, das könnte ich nie mehr. Musst doch nicht zurück. Mann? Nein, Katja Mann. Ja? Das ist ja... Ja, was soll ich sagen? Nein, er ist im Augenblick nicht zu sprechen. Ja, Sie werden ihn bald sprechen können, ja. In einer Stunde. Und man hat ihn ja sonst in seiner 4 Uhr Ruhestunde nicht geweckt. Und es war ein bisschen ängstlich, ihn zu wecken. Papane. Ja. Ich hab was zum Sagen. Dann komm doch mal zu mir. Hast den Nobelpreis bekommen? Weißt du, was das bedeutet? Für die Buddenbrooks. Thomas Mann hat sich erhoben, seinen Platz auf dem Podium verlassen. Er steigt die Stufen hinab ins Parkett. Thomas Mann steht vor dem schwedischen König. Hände schütteln. Thomas Mann verbeugt sich tief. Einfallsturm für Thomas Mann. Thomas Mann kehrt an seinem Platz auf der Estrade zurück. Ich tue wohl daran, den Weltpreis, der mehr oder weniger zufällig auf meinen Namen lautet, meinem Lande und Volk zu Füßen zu legen. Diesem Lande und Volke, mit dem meinesgleichen sich nur fester noch verbunden fühlt, als zur Zeit seiner klirrendsten Machtentfaltung. Sie machen sich schwer eine Vorstellung von der sensitiven Empfänglichkeit dieses verwundeten und vielfach unverstandenen Volkes für solche Zeichen der Weltsympathie.
Im Hintergrund der Estrade schwingen schwedische Studenten die deutsche Fahne. Das Orchester beginnt die Nationalhymne. Und dann kam das Diner, das Festdiner. Und da war es genau das Gleiche. Der König durfte nur zwischen Personen von Geblüt sitzen. Er durfte nicht etwa neben der Gattin eines Preisträgers sitzen. Und da saß er nun, zwischen zwei so ollen Morcheln. 2 Prinzessinnen immerhin. Und gegessen haben wir von silbernen Tellern. Es war märchenhaft. Und der König aß von goldenen Tellern. Und hinter ihm stand ein Leibdiener, der nur ihn persönlich bediente. Es war schon etwas komisch, aber sehr festlich. Und Milan und ich, wir waren natürlich in gehobener Feststimmung. 200.000 Reichsmark, jetzt sind wir reich. Nicht reich, nein, aber wohlhabend. Die Großen, die bekamen ihre Schulden bezahlt. Ja. Und wir durften Reitstunden nehmen. Ein ganz guter Journalist war da. Ein jüdischer Journalist, der meinte es gut mit uns. Der sagte, Sie lassen das Geld doch hoffentlich in Stockholm stehen. Sie werden es doch nicht mit nach Deutschland nehmen. Wir sagen, wieso? Das müssen wir doch. Ach, lassen Sie es doch draußen stehen. Wir haben es natürlich restlos verloren. Das kam ja sehr kurz darauf. Also bis 33. Wir hatten es auf der Bank und zwar mit allem Übrigen verloren. Das Dritte Reich wird scheitern an seiner Unfähigkeit. Dann aber käme ein ungemein blutiger Abschnitt der deutschen Geschichte. Das Reich der falschen Deutschen und falschen Sozialisten wird gewiss unter Blutvergießen errichtet werden. Aber das ist noch nichts gegen das Blut, das fließen wird bei seinem Sturz. Da waren kommunistische Agitationsnachmittage und Abende gegen die Regierung, Gewerkschaftskongresse, an denen sich Heinrich Mann beteiligte. Heinrich Mann kam zur Volksbühne, er kam zur Roten Fahne, besuchte die da nachmittags. Und in der Gegend lagen die berühmten, berüchtigten Kutscherkneipen, die Heinrich Mann nur mit Vorliebe, das Wort Liebe hatte fast einen doppelten Akzent, mit Vorliebe benutzte und besuchte. Und da fühlte er sich wohl. Wieland Netzfeld hat es mal erzählt, am liebsten ging er in die billigsten Kutscherkneipen. Da war die richtige Atmosphäre, da waren so dralle Mädchen, ja, so draller Typ, der sinnliche Typ, so ähnlich wie die Nelly. Heinrich, einen Kaffee hast du wohl noch nie gekocht. Nee, ich versuch's auch nicht wieder. Moin, Nelly. Oh je. Rück mal ein Stück. Jetzt gibt das Frühstück im Bettchen. Ach Gott, Rudi, ich hab Besuch. Ich habe Frau Kröger nach Hause gebracht. Es war schon sehr spät. Ach, Sie haben sie eine bei Lehrer kennengelernt. Ach, Sie haben Ihre Schlüssel? Naja, ich kümmere mich ein bisschen um die Nelly. Hat er sonst gehen? Kümmern. Tja. Was soll ich noch sagen? Herrje, ich hätte es dir sagen sollen. Rudi ist mein Freund. Und das ist Heinrich. Guten Morgen. Ich kenne Sie. Bei uns in der KP reden wir auch schon über Literatur und so. Sie gehören mehr zu uns als Ihr Bruder. Wie? Habe ich was verpasst? Von wem redet ihr in der Partei? Das ist Heinrich Mann. Hat den Untertan geschrieben. Und sein Bruder Thomas Mann hat gerade einen Nobelpreis gekriegt. Du bist mir ein Düvel. Ein Kaufmann aus Lübeck. Das ist die Wahrheit. Das deutsche Volk ist in seiner natürlichen Anlage nicht radikalistisch. Ist das deutsch? Der Fanatismus, die orgiastische Verleugnung von Vernunft.
und Menschenwürde. Ist das auch nur möglich? Diese vollkommene nationale Simplizität in einem alten, reifen Kulturvolk. Ist das... Für den Herrn Doktor. Ist draußen vor der Tür gelegen. So ganz ohne Freimarken? Merkwürdig. Meine Mutter war da sehr hellsichtig. Sie hat die Lage eigentlich viel früher verstanden wie mein Vater. Und hat uns eben doch auch darüber aufgeklärt, dass das also eine ganz große Gefahr wäre und dass wir bestimmt weg müssten von Deutschland, dass wir da gar nicht bleiben konnten und so. Für uns war Spiel wichtig. Vielleicht als Gegengewicht. Die anderen haben auch gespielt. Die haben SA gespielt. Gell? Das war ja auch ein Spiel. Diese Sehnsucht nach intensivem Leben, gleichzeitig nach Tod, die war also in uns allen sehr stark drin. Seid vorsichtig damit. Ich kann nicht andauernd Rezepte schreiben. Das ist ja wie bei einer Operation. Ricky Hallgarten, ein Freund schon von Kindertagen. Der Sohn aus wohlhabendem jüdischen Elternhaus möchte, wie Erika und Klaus, seinen Weg als Künstler finden. Du hast schöne Venen. Das ist stark. Oh. Ricky war aber wirklich ein Pathologe. Er hatte Schreikrämpfe, er war schwer hysterisch. Es sah reizend aus und war lustig. Aber wie es so oft ist, ich meine, lustige Leute sind halt oft sehr depressiv. Sag mir, dass ich ein guter Maler bin. Begabt, Ricky. Sehr begabt. Du glaubst es nicht. Scheußlich sehe ich wieder aus. Merkt ihr es nicht? Probier es, Ricky. Du musst es probieren. Das ist stark. Mein Gott. Wie ruhig man wird. So ganz für sich. Ja, wie waren wir Wanderer zwischen zwei Welten, würde ich sagen. Sehr, sehr weit von der Wirklichkeit weg. Unsere Nationalsozialistische Partei und das deutsche Volk und das deutsche Reich wählen Sieg heil! Sieg heil! Gebt euch keine Mühe mehr, es ist aus. Wir haben verloren.
Die Nazis werden meinen Hund schlachten, Erikas Wagen stehlen und unsere Bücher vernichten. Jetzt fahren wir erst mal alle zusammen nach Persien. Furchtbar, furchtbar. Er soll ja geschrieben haben, habe mich soeben erschossen, rufen Sie Frau Mann an. Der Zettel lag ja dort. So dicht waren Sie befreundet mit ihm. Ja, er war wie ein Bruder. Ich meine, er war intim befreundet. Ricky. Ricky? Ja, er hat sich erschossen. Als die Nachricht von Rickys Tod kam, hatte Erika wahnsinnig geweint und Klaus wurde kreideweiß. Erikas und mein Leben hat sich schrecklich verändert. Vielleicht hast du schon erfahren, dass sich unser Freund Ricky Hallgarten erschossen hat. Nee, was in den feinen Familien so alles passiert. Er hat es getan, als wir gerade gemeinsam eine Autoreise nach Persien antreten wollten. Armer Junge. Armer Junge, da hast du recht. Was ist los mit den Kindern? Gibt einfach auf. Ich bin auch nur eine arme Dirn. Hab nur mal Glück gehabt mit dem Kaufmann aus Lübeck. Schmeckt dir mein Essen nicht? Doch, sehr gut, Nell. Gibt einfach auf. Man muss doch kämpfen. Findest du das nicht? Wenn einem so richtig elend ist? Wer weiß, was dieses Leben uns allen noch bringen will. Alle treuen Grüße und Wünsche deines Klaus. Das, was wir unten erleben, diese Tausende und Tausende und Zehntausende von Menschen, die in einem sinnlosen Taumel von Jubel und Begeisterung der neuen Staatsführung entgegenrufen. Das ist wirklich die Erfüllung unseres geheimsten Wunsches, das ist die Krönung unserer Arbeit. Man kann mit Fug und Recht sagen, Deutschland ist in Erwacht. Ja, einen sinnlosen Taumel. Ganz entfesselt. Der Führer des jungen Deutschland, vor einem Monat noch sprach er hier im Sportpalast als der Führer einer verlästerten, einer verfemten und verlachten Opposition. Jetzt sollen Köpfe rollen. Steigen diese Fahnen aus den Die sind immer noch da. Sportpalast darauf. Unter den Klängen des Deutschlandliedes werden die Fahnen durch den weiten Raum getragen. Die ganze Masse singt begeistert das Deutschlandlied mit. Du bist noch frei. Ich muss auch jeden Tag zum Verhör. Aber beweisen können Sie mir nicht. Keine Bange, ich bin hinten rumgekommen. Herr Mann, ich muss Sie warnen. Auf der Liste von denen stehen Sie ganz oben. Man hat mich schon gewarnt. Gestern Abend auf dem Empfang sagte mir der französische Botschafter, sein Haus stünde mir offen. Heinrich nimmt einen Zug. Gut. Aber pass auf, Nelly. Den Koffer bringst du zum Bahnhof, ja? Und sieh ihn dann später los, als wenn Sie nur mal kurz um die Ecke gehen. Und besorg ihm auch die Fahrkarte. Frankfurt einfach, dann bis Kehl und zu Fuß über die Rheinbrücke nach Frankreich. Die Geld für die Rückfahrkarte können Sie sich wirklich sparen. Das Publikum im ganzen Sportpalast ist aufgestanden. Tut mir leid, mit Nelly. Händen singt es die Nationalhymne. Aber so ist es nun mal. Treib's nicht zu toll auf euer Feier. Brave Kinder sind wir, das wisst ihr doch. Gib ein wenig Acht aufs Personal.
In 4 bis 5 Wochen sind wir wieder da. Dann wir sehen uns ja nach der Vortragsreise zum Wintersport in Arosa. Ich hatte ja schon in München zu einem aparten Datum, nämlich am 1. Januar 1933, die von Ihnen erwähnte Pfeffermühle eröffnet, hatte dort bis zum 1. März noch mit großem Jubelerfolg gespielt. Sie war ja nicht eine sehr gute Schriftstellerin und sie hat entdeckt die leichte Muse. Sie hat alles geschrieben, alle Texte von unseren 4 Programmen waren alle von ihr. Das war ihr großes Talent. Sie konnte fantastisch, schnell, gute Texte schreiben. Magnus Henning gehörte zum inneren Zirkel. Aber die Giese und die Erika, das war natürlich die Hauptsache. Es war ein Team und eine Liebesgeschichte. Ja, ja, war's, ja. Recht guten Abend, das wünscht Ihnen allen die Pfeffermühle. Sie hat der Ziele unendlich viele. Ihnen gefallen, das möchte vor allem die Pfeffermühle. Die Pfeffermühle. Recht guten Abend, das wünscht Ihnen allen die Pfeffermühle. Sie hat der Ziele unendlich viele. Ihnen gefallen, das möchte vor allem die Pfeffermühle. Die Pfeffermühle. Erich, hör mal. Wenn ihr jetzt alle in die Ferien geht, ich meine, vorher sollten wir noch mal über meinen Plan sprechen. Weißt du, dann kann ich ja auch vielleicht dabei sein. Nebel, red Klartext, dass ein Mensch dich versteht. Die Ehe, darum geht es. Ehe? Welche Ehe? Unsere Ehe, Eri. Heiraten würde ich sofort und für dich sorgen. Nebel, hör zu, ich bin mit der Teres, das weißt du doch. Du kannst doch die Teres nicht heiraten. Das tut ja nicht Not. Aber ihr beiden könntet ja zusammenbleiben. Und auch der Klaus. Dann wären wir zu 4. Nebel, jetzt gib mal Ruhe. Geh, schleich dich. Elisabeth, die liebte mein Vater über alles. Und den jüngsten Sohn wollte er im Grunde nicht haben. Der war einfach unwillkommen und das hat er den Michael fühlen lassen. Bibi, nicht so viel. Bist du schon betrunken? Du, ausgerechnet du musst das sagen. Eisi, ich weiß einfach zu viel. Prost. Klaus, komm, lass uns einen aufholen, ja? Hier in diesem Haus wohnt ein Mann, der glaubt, dass er witzig ist. Der ist aber gar nicht witzig. Bibi, so spricht man nicht über den Vater. Kennst du den Mann? Ja, zur Genüge. Ich kann mich nicht erinnern, dass ich je ein Gespräch mit dem Vater gehabt habe. Vielleicht mal ein bisschen über Musik, irgendetwas. Aber ich kann mich nicht erinnern, dass ich jemals, obwohl ich also auch schon erwachsen war, als er starb, kann mich nicht besinnen. Ich habe natürlich auch eine gewisse Scheu gehabt. Ich hätte mich nie mit ihm so von gleich zu gleich unterhalten über ein ernstes Thema. Ich kann mich erinnern eigentlich, dass ich mich nur einmal mit ihm unterhalten habe. Und das war bei seinem 70. Geburtstag, wo ich recht betrunken war. Magst du Nacht bei mir bleiben? Im Traum kommt immer wieder Ricky zu mir. Es ist so schaurig.
Friedrich. Er greift meine Hand, zieht. Ich hab's mir neulich ausgerechnet. Das müsste ich aufgeben, wenn ich es jetzt tue. Hör auf. Jetzt darf keiner mehr. Frankfurt einfach. Dagegen kann niemand was haben. Niemand. Ist man bloß eine Reise mit kleinem Gepäck. Einsteigen, bitte! Einsteigen! Sehen wir uns mal wieder? Was ist so weg und rot, das Blut.